Live on Fire habe ich gegründet während meinem Studium an der Zürcher Hochschule der Künste. Ich hatte dann 2010 die Möglichkeit, als Jazzsaxophonist ein klassisches Solokonzert zu spielen und hatte mich dabei in den Klang der Streicher verliebt. Und da wurde die Idee geboren, mein Jazzquartett mit einem Streichquartett zu ergänzen. Und dann später, 2018, hatte ich dann die Möglichkeit, mit dem Musikkollegium Winterthur das Ganze aufzunehmen mit einem ganzen Streichorchester. Also wir haben ein paar Jahre Vorlauf gebraucht, um das zu planen, und dann kam dieser Traum in Erfüllung. Als Komponist Musik zu kreieren, die etwas entgegenhält, was wir heute in der jetzigen Zeit erleben. Alles ist wissenschaftlich und sehr verkopft. Das Medium Musik hat die Möglichkeit, die Seele der Menschen zu berühren, ohne den Verstand vorwegzunehmen. Also ich kann mit dem Medium Musik Leute inspirieren, berühren, ohne dass sie darüber nachdenken müssen. Das ist das, was mich fasziniert mit der Musik. Es gibt natürlich genügend Material, sehr komplizierte Musik auch. Also es können Musiktheoretiker oder Musikjournalisten darüber schreiben. Aber das Ziel wäre wirklich, dass es Musiker, jung und alt, Publikum, Nicht-Musiker, dass sie diese Stücke hören und auf eine Reise mitgenommen werden. Die eine Komposition auf der CD heißt Eternal Movement, eine ewige Bewegung. Ich habe probiert, kompositorisch die Ewigkeit in Musik auszudrücken. Also das Stück beginnt mit einer ganz speziellen Harmonik- und Melodieführung, nur gespielt vom Sopransaxophon und Klavier. Und das wird nachher aufgegriffen vom ganzen Orchester und verarbeitet. Und das ist eigentlich wie eine Spirale, die nach oben steigt, und das wiederholt sich immer wieder. Also es ist eigentlich wie das Leben. Es geht immer weiter, aber trotzdem wiederholen sich gewisse Dinge. Klassische Musiker habe ich eigentlich sehr offen erlebt. Die wollten einfach zuerst wissen, da kommen junge Jazzmusiker, da ist noch ein Komponist, was hat er da geschrieben? Und die erste Probe war schon so ein bisschen ein Abtasten und ein bisschen skeptisch. Und nach 1-2 Stunden war dann klar, okay, diese Kompositionen, die klingen, das ist ja spannend, was da geschrieben wurde, und die Musiker, die können was. Und dann wurden sie dann sehr offen, es war eine super Zusammenarbeit. Ich glaube sehr, dass unser Bewusstsein nicht nur ein intellektuelles Bewusstsein ist, sondern wir auch ein spirituelles oder ein seelisches Bewusstsein haben oder emotionales Bewusstsein. Und ich probiere, wenn ich am Klavier sitze, dieses ganze Intellektuelle möglichst im Hintergrund zu halten. Klar hilft mir die Musiktheorie, wie ich Harmonien kreieren kann, wie ich Melodieführung mache. Aber ich probiere nicht zu denken beim Schreiben. Es ist wirklich ein sehr intuitiver Prozess. Es ist wie eine Sternstunde, ein Sternmoment, und dann ist der Song fertig. Also ich sitze dahin, geht 1-2 Stunden und dann habe ich das fertig.
Zuhörern möchte ich mitgeben, dass diese Musik einen mitnimmt auf eine Reise und sie vielleicht inspiriert, das Leben aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und dass die Musik, die Konzertbesucher am Schluss von einem Konzert diese schöne Stimmung oder diese Inspiration mit nach Hause nehmen. Das wäre mein größtes Ziel als Komponist.